Was geht ab, Leute? Und zwar haben wir heute ein ganz besonderes Video am Start. Und zwar spielen wir heute das Olympic Gamers Tournament. Und ich bin nicht allein am Start, sondern ich habe die Sarah mit dabei. Denn sie hat einfach Olympia Gold gewonnen und will heute anscheinend gegen mich antreten bei den Sega-Spielen mit den Olympischen Spielen von Tokio 2020. Und wir spielen heute 3 Spiele. Und ich würde sagen, wir gehen rein und viel Spaß mit dem Video. Sarah, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Hallo erstmal, mir geht's sehr gut und ich bin bereit, ein paar Spiele gegen dich zu machen. So, du hattest das ja gerade eben schon angesagt, dass du ja nächstes Jahr oder dieses Jahr den Titel noch verteidigen wirst bei PSG. Und dazu kommen wir schon mal zur Frage, dieses Jahr war es ja leider nicht der Fall, dass die Damenmannschaft bei den Olympischen Spielen dabei war. Aber 2016 warst du ja in Rio. Wie war das so für dich? Ja, also Rio war bisher mein absolutes Karriere-Highlight, weil wir damals auch mit der Nationalmannschaft die Goldmedaille gewonnen haben. Und ja, die olympische Goldmedaille zu gewinnen ist was ganz Besonderes und was Unvergessliches. Werde ich mich für immer daran erinnern und ja, war wirklich ein absolutes Highlight. Wie war da so das Gefühl, als du so zum ersten Mal diese Goldmedaille bekommen hast? Was haben so deine Freunde gesagt, deine Familie? Wie haben die einfach reagiert darauf? Ja, das war alles total verrückt. Wir sind ja dann quasi zum Finale, wie wir ins Finale eingezogen sind, auch ins Olympische Dorf gezogen und allein das war schon was Besonderes, dann in diesem Olympischen Dorf zu sein, dieses Feeling dort mitzuerleben, auch gemeinsam mit den anderen Athleten, mit den anderen Sportarten quasi zusammen in diesem Olympischen Dorf zu wohnen. Das war einfach schon was ganz anderes wie so diese gewöhnlichen Fußballturniere, sage ich jetzt mal, Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft. Ja. Und ja, dann eben die Goldmedaille zu gewinnen, ist unglaublich. Ja, das glaube ich. Also das glaube ich echt. Ja. Hast du noch irgendwelche anderen Leute so da gehabt bei den Olympischen Spielen, so, die dich so mit unterstützt haben, wo du gesagt hast, okay, die haben mir wirklich Stärke gegeben, die haben mir für meinen Kopf frei gemacht und sowas? Waren da viele für dich da oder warst du wirklich komplett alleine? Also in Brasilien selbst war jetzt von meiner Familie oder Freunde keiner. Ich meine, das ist auch ein sehr weiter Weg dorthin. Aber natürlich haben mich alle vom Fernseher unterstützt, waren am Telefon und haben mir von dort aus Kraft und Energie gegeben, sage ich mal. Ja, total genial. Ja, sehr gut, das freut mich auf jeden Fall. Ja, erzähl mal ein bisschen von dir. Also wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Also was waren so deine ersten Erfahrungen mit Videospielen und wie bist du dann zum Gamer geworden, sag ich mal? Also da ist man halt einfach so zufällig reingerutscht. Ich hatte es ganz zufällig so, dass ich hatte halt meine Schwester mit am Start und wir haben uns zu Weihnachten damals, als ich 6 war, uns eine PS2 gewünscht und 2010, also man ist dann irgendwann zum ersten Mal mit YouTube in Kontakt gekommen, weil man bei einem Spiel nicht mehr weiterkam. Das heißt, du musstest dir irgendwie Tipps suchen, wie du jetzt bei dem Spiel weiterkommst. Und das hat man halt gegoogelt, ist dann auf YouTube gekommen, hat man gesehen, die Leute machen quasi Videos über Spiele. Das fand ich so als damals 11-Jähriger, also ich bin 22 und 2010 war ich halt 11. Das war als 11-Jähriger schon irgendwie so cool zu sehen und ich wollte es dann auch machen. Und irgendwann ist es einfach dann vom Hobby zum Beruf geworden. Genau, also das Ding ist, du bist ja nicht am Anfang direkt zu dem Olympiaturnier gegangen, sondern hast ja davor auch noch andere Turniere gemacht. Wir kennen es ja alle so, zum Beispiel so früher so Hallenturniere, Fußballturniere. Wie kannst du das vergleichen mit so einem Olympiaturnier? Ist es ähnlich oder ist es was komplett anderes? Also wenn man jetzt ein olympisches Turnier zum Beispiel mit einer EM oder WM vergleicht, das ist einfach anders, weil bei einem Olympiaturnier alle Sportarten vertreten sind. Jetzt eine Fußball-EM, Fußball-WM, das sind verschiedene Fußballmannschaften von verschiedenen Ländern und bei Olympia ist es einfach so, dass ganz, ganz viele verschiedene Sportarten vor Ort sind, von ganzer Welt und halt alle in diesem Dorf wohnen und man hat dann einfach so ein Einheitsgefühl auch mit den anderen deutschen Athleten. Alle haben die gleiche Kleidung an und man erkennt sich sofort wieder, wenn da ein deutscher Athlet im Dorf rumläuft, hat man direkt gesehen, hier ein deutscher Athlet, man kommt ins Gespräch und was ganz Besonderes war oder halt was ich von den Erlebnissen auch erzählen kann, ist, wenn dann eben Medaillen gewonnen werden, dann wir sind dann in dieses deutsche Haus, das ist ein Haus, das war außerhalb vom Olympischen Dorf und da hat man dann einfach mit den deutschen Athleten, die an dem Tag auch eine Medaille gewonnen haben, die auch erfolgreich waren, einfach gemeinsam gefeiert und das ist einfach toll, weil die Medaille, die man gewinnt, die gewinnt man nicht nur für sich selbst, sondern die gewinnt man für das ganze Land und irgendwie, das ist einfach ein besonderes Gefühl. Ja, das glaube ich. Oh, stimmt. Ja, wenn man zum Beispiel mit einem anderen gleichzeitig Gold holt, ist, glaube ich, ein richtig, richtig cooles Gefühl. Und in 2016, als du in Rio warst, hast du anscheinend ja auch sehr, sehr viele Tore geschossen. Muss es so ein richtig heftiges Gefühl gewesen sein, als du wirklich gesehen hast, der Ball geht gerade ins Netz und du hast quasi für dein ganzes Land ein Tor geschossen? Natürlich, man freut sich immer besonders über Tore, aber ich meine, bei den Olympischen Spielen, es war absolut verrückt. Ich denke, bei uns vorher haben es nicht viele erwartet, dass wir, glaube ich, Olympiasieger werden können, hatten eine unglaublich geile Mannschaft mit einem guten Teamspirit und im Endeffekt ist dann auch wurscht, wer die Tore schießt. Klar freut man sich, wenn man mit dem einen oder anderen Türchen dann auch der Mannschaft helfen kann. Wie viel hast du denn überhaupt geschossen? Wie viele Tore? Ich habe 3 Tore gemacht.
Ja, aber wie gesagt, also es ist total unwichtig, wer die Tore schießt. Im Endeffekt zählt nur, dass wir die Spiele gewonnen haben und am Ende die Goldmedaille gewonnen haben. Ja, sehr gut. Apropos Goldmedaille. Ich höre das immer so ein bisschen klimpern. Ist es die Goldmedaille, die du in der Hand hast, oder? Ja, ich habe sie mir mal mitgebracht. Die liegt gerade neben mir. Ja, dann zeig sie doch mal gerne. Ich habe noch nie eine Goldmedaille so gesehen. So richtig. Ich zeig sie dir. Boah. Oh, siehst du da? Da steht auch Rio drauf. Ja, auch richtig groß. Schönes Teil. Ist auch richtig schwer. Du hast mir vorhin erzählt, dass du auch einige Jahre Fußball gespielt hast. Genau. Deswegen würde mich mal interessieren, wo du gespielt hast, wie lange. Und Also ich habe bei mir in meiner Kleinstadt, habe ich bei dem Verein gespielt und das war immer sehr cool. Man hat halt viele Freunde durchgewonnen, hat auch ein bisschen so diesen Ehrgeiz bekommen, diesen Teamgeist und dieses ganze Miteinander, immer jedes Wochenende zu irgendwo hinfahren, diese Trainingsvorbereitung und sowas. Also wir waren teilweise auch kurz vor... ich glaube, Landesliga war das, glaube ich, damals. Wir waren auch mal Verbandsliga. Natürlich waren wir auch Kreisliga. Also man hat quasi so alles mal mitgemacht. Das war immer ganz witzig. Also ich habe damals 2014 aufgehört und dann direkt instant mit YouTube angefangen, um quasi ein neues Hobby für mich zu haben, damit ich mich nicht zu Hause langweile oder sowas. Ich habe auch gesehen, Sarah, du bist ja ein Teil von dem Team Coca-Cola. Was ist das kurz gesagt? Ja, ganz genau. Also Team Coca-Cola sind verschiedene Athleten Ja. von verschiedenen Sportarten auf der ganzen Welt verteilt. Und wir hatten beispielsweise auch schon mal ein Shooting zusammen in Paris mit den Fußballerinnen im Rahmen der Weltmeisterschaft. Und das ist wirklich was ganz Besonderes, wenn man dann auch einfach andere Athleten kennenlernt, sich austauschen kann und eben gemeinsam für Coca-Cola Shootings macht und Teil davon sein kann. Ja, total genial. Und dann, genau, dann denke ich mal auf jeden Fall auch, dass du bestimmt von Coca-Cola so ein paar Lieblingsprodukte hast. Also trinkst du zum Beispiel privat Cola oder trinkst du andere Produkte von Coca-Cola, so Smart Water, Fuse Tea oder sowas? Genau, also ich trinke sehr gerne Smart Water von Coca-Cola, da ich eben als Sportlerin viel Wasser trinken muss und möchte. Aber ich trinke auch gerne nach dem Spiel mal ein Powerade. Schmeckt mir auch besonders gut. Oder trotzdem auch mal ein eisgekühltes Glas Coca-Cola ist schon echt lecker. Ja, muss ich auf jeden Fall zustimmen. Und wie sieht es bei dir aus? Was trinkst du da am liebsten? Also so Smart Water, Fuse Tea trinke ich sehr, sehr selten. Also Fuse Tea auf jeden Fall ab und zu mal. Aber ich bin schon eher dann so der Coca-Cola-Trinker. So auch am liebsten halt Coca-Cola Zero und am liebsten nur aus der Glasflasche. Oder zum Beispiel im Glas mit so einer kleinen Zitrone. Geht immer sehr gut durch, muss ich sagen. Geht immer sehr gut. Das stimmt. Schon besonders lecker. Ja, sind ja bald schon wieder Olympische Spiele. Also wurde es ja ein bisschen verschoben und 2024 ist es ja dann in Paris. Und da du ja bei PSG spielst, bist du denn da auch vertreten, so ein bisschen? Das hoffe ich natürlich. Ja? Wir müssen uns dann auch erst wieder qualifizieren. Bei uns läuft es so ab, dass wir uns über die Weltmeisterschaft qualifizieren. Ja. Also du musst bei der Weltmeisterschaft unter den 3 besten europäischen Mannschaften sein, um dich eben dann für Olympia zu qualifizieren. Aber das ist natürlich unser großes Ziel, dass wir dann in Paris sind. Und wäre natürlich auch cool, da ich in Paris wohne, dann in Paris Olympische Spiele bestreiten zu können. Das wäre dann natürlich schon ein Traum, ja. Ja, das wäre echt richtig cool. Also Sarah, du meinst zu mir, du suchst das erste Spiel aus. Wir haben auch noch beim dritten Spiel was die Zuschauer aussuchen. Aber sag mir mal gerne deine erste Kategorie, die du ausgesucht hast. Also ich habe mir Fußball ausgesucht, natürlich. Ja, perfekt, ja. Genau, also Sarah nimmt Fußball und zwar nicht einfach ohne Grund, sondern du bist ja gerade bei PSG. Liege ich richtig, ja, oder? Genau, ich spiele bei Paris. Genau, und die haben ja letztes Jahr die Meisterschaft geholt und jetzt musst du ja anscheinend ja den Titel verteidigen. Nicht nur anscheinend. Nicht nur anscheinend, auf jeden Fall, unser Ziel ist dieses Jahr die Titelverteidigung, da wir letztes Jahr Meister wurden. Sind jetzt auch gerade in der Saisonvorbereitung, ist ziemlich intensiv, weil bei uns in 2 Wochen die Liga wieder losgeht. Genau, und dann geht es Richtung Mission Titelverteidigung. Okay, also ist da schon mal so eine kleine Vorbereitung, das Fußballspiel, was wir gleich machen werden. So für den Kopf. Richtig, mal ein bisschen Tore schießen üben. Genau. Perfekt, super. Und verteidigen. Also, ja, und verteidigen, das stimmt. Ich nehme dann auf jeden Fall Beachvolleyball. Mal eine kleine Abwechslung und haben wir beide noch nicht gespielt. Das heißt, es wird auf jeden Fall sehr, sehr witzig werden, Leute. Ich würde sagen, wir gehen rein. Also, Freunde, wir gehen rein ins erste Spiel. Du hast es dir ausgesucht. Fußball, ne? Oh, das kann was werden. Mal gucken, ob du mich hier schlagen kannst. Wird bestimmt eng. Ja, das wird echt bestimmt eng. Wie bist du eigentlich damals zum Fußball gekommen? Also, ich habe es durch meine so Kollegen so ein bisschen gehabt, aber wie bist du so zum Fußball gekommen? Durch deinen Vater, durch deine Mutter, durch Freunde? Ich bin auf einer Spielstraße aufgewachsen. Das heißt, da waren immer alle Kinder draußen auf der Straße und haben da Fußball gespielt und da war ich dann auch immer dabei. Und ein Freund von da hat mich dann einfach mal mit zum Training genommen. Und ja, seitdem spiele ich quasi Fußball. Und wie war das so also wir hatten ja auch früher in unserer Mannschaft immer so Mädchen in der Mannschaft. Wie war das so für dich? Wie hast du das so empfunden? Warst du alleine oder hast du noch... Ey, sag mal. Oh, ich Sag mal. Ja. Also Freunde, wir gehen rein ins erste Spiel.
Du hast es dir ausgesucht, Fußball, ne? Oh, das kann was werden. Mal gucken, ob du mich hier schlagen kannst. Wird bestimmt eng. Ja, das wird echt bestimmt eng. Wie bist du eigentlich damals zum Fußball gekommen? Also, ich habe es durch meine so Kollegen so ein bisschen gehabt, aber wie bist du so zum Fußball gekommen? Durch deinen Vater, durch deine Mutter, durch Freunde? Ich bin auf einer Spielstraße aufgewachsen. Das heißt, da waren immer alle Kinder draußen auf der Straße und haben da Fußball gespielt und da war ich dann auch immer dabei. Und ein Freund von da hat mich dann einfach mal mit zum Training genommen. Und ja, seitdem spiele ich quasi Fußball. Und wie war das so also wir hatten ja auch früher in unserer Mannschaft immer so Mädchen in der Mannschaft. Wie war das so für dich? Wie hast du das so empfunden? Warst du alleine oder hast du noch, ey, sag mal. Oh, ich schenke Sag mal. dir jetzt ein. Sag mal. Yes! Alter! Okay, so schnell geht's natürlich. War dein Tor auch so schnell in Dingens, in Brasilien? Da hat es ein bisschen Anlauf, habe ich ein bisschen Anlauf gebraucht. Unglaublich. Ich stelle hier so eine Frage und bin voll abgelenkt und bam, krieg direkt ein Tor reingedrückt. Jawohl. Und wie hast du angefangen damals zum Spielen, Fußballspielen? Das war auch damals einfach so durch Freunde, die man in der Grundschule so ein bisschen, oder im Kindergarten, besser gesagt, kannte. Die haben dann, so, pass auf, jetzt kriegst du direkt, weil du eine Frage gestellt hast, direkt zurück. Mein Kopf. Das ist mein guter Keeper. So, okay, haben wir jetzt direkt schon mal 1-1. Gut, dass mir nur ein Anschluss spielt und dann direkt durchschießen. Eieiei, das geht aber schnell. Das ging echt schnell, ja. Und dann spielst du, hattest du eben schon erwähnt, im Mittelfeld. Genau, ich spiele entweder Sechser oder Achter meistens. Ja, also Und doch sogar du warst- weiter hinten dann, ne? Du warst nein, ja, ich würde mich eher als Offensiv-Sechser bezeichnen. Okay, ja. Oder offensiv, also Achter ist ja eh offensiver. Also. Und du? Auf welcher Position gespielt? Innenverteidigung. Also mein Trainer wollte mich immer gerne außen haben, so, weil ich halt auch relativ schnell sprinten konnte, aber ich bin halt Okay. relativ groß, also 1,93 und hat halt Innenverteidigung immer mehr Sinn gemacht, damit man halt natürlich schön die Bälle köpfen konnte, schön zur Ecke gehen konnte und sowas. Das hat immer ganz viel Spaß gemacht. Ich bin hier gespannt. Also 45 Ball Sekunden geht noch die halten. Halbzeit. Die Trikots sind noch echt schwer zu unterscheiden, muss ich sagen. Ah, Oh! Steh auf! Jawohl! War das Ei, ei, abseits? ei. Nein, perfekt. Ja, so schnell ist der Spieß umgedreht, ne? So schnell ist der Ja, Spieß aber- umgedreht. aber noch ein bisschen Zeit. Nicht mal Halbzeit. Genau. Vor 2 Jahren Ja. sogar schon. Abseits, ja. Abseitsfalle aktiviert, oder was? Und wie ist es bei dir? Also organisierst du dir das alles selbst? Ich habe erst auch so vor jetzt Jetzt los, renn. oh Gott! Nein! Keeper! Wo springt der hin? In die falsche Richtung. Okay, Ja, das okay. ist auch durch meinen Beraterkontakt aufgenommen und dann hatten wir, wie gesagt, dieses Shooting, wo ich dann alle kennengelernt habe in Paris mal. Das war ein Vorlauf von der Weltmeisterschaft. Genau, und da waren dann auch andere Fußballerinnen noch vor Ort. Ja, echt cool, muss ich Genau, und sagen. seitdem, wann war das? Das war vor vor 2 Jahren war das schon, genau. Vor 2 Jahren sogar schon. Abseits, ja. Die Abseitsfalle aktiviert, oder was? Und wie ist es bei dir? Also organisierst du dir das alles selbst? Ich habe erst auch so vor... ja. Komm. Vor 1,5 Jahren habe ich jetzt angefangen, mir so ein bisschen so Hilfe zu holen. Ich war vorher ganz alleine und dann habe ich jetzt das irgendwie damals gemacht, dass ich mir den ersten Cutter geholt habe. Also es war schon schwierig dann, das so abzugeben, so deine eigenen Videos zu schneiden. Okay, Halbzeit, perfekt. Und dann habe ich halt 2020 so meinen ersten Cutter bekommen, also der die Videos schneidet. Dann habe ich einen neuen Kanal gemacht. Bisschen her vom Aufwand ganz schön viel. Ja. Das Und- kann man irgendwann dann auch gar nicht mehr alleine alles regeln. Genau. Und man ist halt allgemein, wenn man halt... So, ja. Komm. Ja, und wenn man halt alleine am Start ist, kommt man halt nie so weit. Das weiß er selber. Man hat immer weiter, wenn man sich halt Unterstützung holt. Absolut. Und jetzt hat sich das halt so weit gezogen, dass man mittlerweile halt 7 Leute hat. Ja! Oh, nein, Ja, was war... Ich glaub's ja nicht. Das wird dir noch zum Elfmeterschießen gehen. Jawohl. Ja! Oh, nein, Ja, was war... Ich glaub's ja nicht. Das wird dir noch zum Elfmeterschießen gehen. Jawohl. Oh Gott, nein, nicht schon wieder so ein Ding wie eben. Oh. Wieso rennt da die Spielerin da einfach davor? Die hat einfach das Ach Tor Gott. gesaved. Okay, sehr gut. Ja, super. Fand ich sehr gut von ihr. Das fand ich auch gut vom Keeper jetzt. Nein! Einfach geschenkt, ein Tor geschenkt, ich glaub's ja nicht. Wie lang ist die Extrazeit eigentlich nach Spielzeit? Ich glaube 40 Sekunden jetzt für die Halbzeit und dann nochmal 40 Sekunden. Aber Elfmeterschießen wäre auch schon witzig, muss ich sagen. Deswegen muss ich Ja. mich ranhalten. Ich mache jetzt hier alles im Defense-Block. Hattest du schon mal Elfmeterschießen so bei so einem riesen Turnier? Ja, bei Olympia nicht, Ja? aber bei einer WM. Boah. Und wie, War das schon verrückt. wie, oh Gott, nein, nicht schon wieder so ein Ding wie eben. Oh. Wieso rennt da die Spielerin da einfach davor? Die hat einfach das Ach Tor Gott. gesaved. Okay, sehr gut. Ja, super. Fand ich sehr gut von ihr. Das
Das fand ich auch gut vom Keeper jetzt. Nein! Einfach geschenkt, ein Tor geschenkt, ich glaub's ja nicht. Wie lang ist die Extrazeit eigentlich, Nachspielzeit? Ich glaube 40 Sekunden jetzt für die Halbzeit und dann nochmal 40 Sekunden. Aber Elfmeterschießen wäre auch schon witzig, muss ich sagen. Deswegen muss ich mich ranhalten. Ich mache jetzt hier alles in Defense-Block. Hattest du schon mal Elfmeterschießen so bei so einem Riesenturnier? Ja, bei Olympia nicht, Ja? aber bei einer WM. Boah. Und wie war das so? Musstest du auch schießen? Nee, da habe ich nicht geschossen. Nee. Aber das war verrückt. Das klingt, glaube ich, bis zur 7. Spielerin. Boah, was? Und das ist einfach ein Nervenkrimi, finde ich, Elferschießen. Ja, das ist, deswegen, ich hatte das ja... Nein! Oh! Ja! Was ein Tor, ne? Also, wirklich. Also Elfmeterschießen stelle ich mir schon echt, vor allem bei so einem Riesen, hast du ja halt bei der EM auch gesehen mit Frankreich, das stelle ich mir halt schon echt krass vor, so mit diesem Druck und sowas. Ja, das ist als Zuschauer schon nervenaufreibend, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Spielzeit, jawohl. Oh, guck mal hier, wir haben beide 7 Schüsse, beide Erfolgsrate gleich. Du hast halt deutlich mehr Ballbesitz, ne? 60%. Ja. Warst du schon mal in Japan? In Japan war ich noch nicht. Ich würde da echt gerne mal nach Tokio, also wirklich genau da, wo es jetzt war. Ja. Warst du schon mal da? Nee, ich selber war auch noch nicht da. Nee. Warst du schon so an vielen Orten? Ja, auf jeden Fall. Also mit Fußball kommt man halt echt viel rum. In Ja. Europa, in vielen... Oh, Steh auf! oh, oh, ah. Nein! Lala! Oh, okay. Was Also war, ja, was war so dein Europa, Lieblingsort, Finnland. so wo du warst? Mein Lieb. Okay. Zweite Halbzeit jetzt? 4-4. Nach 4 Minuten Spielzeit, jawohl. Oh, guck mal hier, wir haben beide 7 Schüsse, beide Erfolgsrate gleich. Du hast halt deutlich mehr Ballbesitz, ne? 60%. Ja. Warst du schon mal in Japan? In Japan war ich noch nicht. Ich würde da echt gerne mal nach Tokio, also wirklich genau da, wo es jetzt war. Ja. Warst du schon mal da? Nee, ich selber war auch noch nicht da. Nee. Warst du schon so an vielen Orten? Ja, auf jeden Fall. Also mit Fußball kommt man halt echt viel rum. In Ja. Europa, in vielen... Oh, Steh auf! oh, oh, ah. Nein! Lala! Oh, okay. Was Also war so dein Europa, Lieblingsort, Finnland. so wo du warst? Mein Lieblingsort, das ist ganz schwer zu sagen, aber ich würde schon Brasilien sagen, doch, weil Ja? wir da auch einige Zeit waren. Oh Gott, Also, nein. ganz Komm, hol sie ein. Hol sie ein. Oh, Das kann nicht wahr sein. was? Oh mein Gott. Ja, Und bei dir? Also ich stelle mir Brasilien auch echt gut vor. Also ich war jetzt, es ist schwer zu sagen. Ich muss sagen, Dubai war schon echt cool. Das hatte schon irgendwie sowas. Oh, in der letzten Sekunde, hast du gerade gesehen. Aber sonst muss ich schon sagen, der coolste Ort, wo ich bis jetzt war, jetzt nicht unbedingt vom Ort her, aber so von der Stimmung mit den Leuten, war schon so Marbella. Das war ja in Spanien. Das war schon so am besten. Ball halten hinten hier. Und wo hast du Urlaub? Hör mal auf jetzt hier auf Franken zu spielen. Wo hast Nein! du Urlaub gemacht jetzt? Nein! Oh, Nein! Er schießt auf Tor! Oh mein Gott! was? Oh mein Gott! Hä, wie ging Gut. das denn? Schau mal das an. Was? Es springt wieder raus. Und mein Torwart kriegt ihn einfach nicht. Wird wohl doch Elfmeter schießen. Hä, ich war doch eben letzte Sekunde, oder nicht? War eine lange Sekunde. Ja. Ich hatte in Barcelona hatte ich noch Urlaub gemacht für eine Woche. Cool. Das war dann so nach 5 Jahren zum ersten Mal, wo man sagt, okay, ich mach mal gar nichts. Auch so Handy Ja. weglegen und so, ja. Das tat mir echt gut. Ja, das kann ich mir vorstellen. Da kommt man dann auch echt mal anders zur Ruhe und kann sich ein bisschen entspannen. Ja, so, jetzt kann man jetzt. Sag mal, den halte ich jetzt, pass auf. Oh, sag mal, du haust mir richtig rein. mit 300 km/h. Sie hat einfach noch eine Brille an. Wie geil. Sportbrille. So, Aber wie man hält, verstehe ich noch nicht so ganz. sag mal, Yes! was? Nein! Du musst jetzt einfach noch ein Tor reinmachen, ne? Dann hast du gewonnen. Oh Gott. So sieht's aus. Okay. Okay, nicht schlecht. Das hast du aber krass gemacht. 1-0, oder würde ich sagen? 1-0 Steht's auf jetzt jeden für Fall. mich. Ja. 1-0, gut. Dann haben wir jetzt noch 2 andere Spiele. Jetzt darf ich mir ein Spiel Ja. aussuchen. Ja. Und ich hatte Volleyball ausgewählt. Okay. So, jetzt kommen wir jetzt. Sag mal, den halte ich jetzt, pass auf. Oh, sag mal, du haust mir richtig rein. mit 300 km/h. Sie hat einfach noch eine Brille an. Wie geil. Sportbrille. So, Aber voll. wie man hält, verstehe ich noch nicht so ganz. Sag mal, Yes! was? Nein! Du musst jetzt einfach noch ein Tor reinmachen, ne? Dann hast du gewonnen. Oh Gott. So sieht's aus.
Okay. Okay, nicht schlecht. Das hast du aber krass gemacht. 1-0, oder würde ich sagen? 1-0 auf jeden Fall. Ja. 1-0, gut. Dann haben wir jetzt noch 2 andere Spiele. Jetzt darf ich mir ein Spiel aussuchen. Ja. Und ich hatte Volleyball ausgewählt. Okay. Dann sehen wir uns bei Volleyball wieder. Okay, das machen wir. So, und schon sind wir auch drin im zweiten Spiel, Freunde. Bam. Und du hast direkt schon einen Punkt gemacht, ne? Oh, Matchball sogar schon, okay. Matchpoint? Aha. Zack. Oh. Oh nein. Boah, den holst du gut. Oh, sehr gut. Oh Gott. Jetzt wird's spannend jetzt hier. Ey, Yes! was? Unglaublich. Okay. Hast du jetzt gewonnen? Ich glaube, jetzt muss ich noch einen Punkt machen, oder? Eigentlich schon, ne? Weil es sich ja, glaube ich, verlängert oder so. Mit 2 Ja. Punkten Unterschied, oder? Muss man gewinnen? Oh ja, Matchball jetzt. Matchpoint. Okay. Oh. Boom. Okay, jetzt geht es die ganze Zeit so weiter. Ich sehe schon. Jetzt geht's bis 7. Ich sehe gerade, unser Leiste ist bei beiden voll. Wir können diesen Spezialangriff machen. Ach, jetzt hast du wieder Aufschlag. Oh, okay. Hä, wieso ist die schon vorher Ich umgefallen? weiß auch nicht, aber habe ich nichts dagegen. Die beiden Punkte wurden mir einfach geschenkt. Die springt sie einfach ins Hand rein. Naja. Glückwunsch zum Sieg. Ja, jetzt steht es 1-1, ne? Ja. Jetzt steht es 1-1. Jetzt kommt das Jetzt haben wir ein Entscheidende. richtiges Finale. So Leute, das Ding ist, wir haben halt, also beziehungsweise ich habe eine Instagram-Story gemacht, als drittes Spiel quasi eine Community-Abstimmung und wie man sehen kann, ich kann es einmal hier an die Kamera ranhalten, dann könnt ihr das Ganze sehen, steht hier, so, einen Moment, und zwar 54% Boxen und genau die Kategorie spielen wir jetzt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, 1:1 steht und mal gucken, wer quasi das Ding nach Hause holt. Ab geht's, ich bin gespannt. Oh, Lil. Ich bin gespannt, okay. Deckung, ne? Oh, Ich verstehe das jetzt hier gerade nicht. okay, vorsichtig. Warte mal. Ah, Wie bewegt? muss nach oben den Stick machen. Den linken Stick und den rechten Stick einfach nach oben. Oh. Aha. Oha. Boah. Oha. Was ist das für ein... Bam. Uiuiuiui. Okay, du hast einen perfekten Block gemacht. Ich weiß Ach, man kann sich auch ducken, oder? Wie? Aber wie? Warte mal. Wow. Hey, langsam. Wow. Du knockst mich richtig aus gerade. Oh. Okay, Mir ist schwindelig. zweite Runde. Uiuiui. Okay, so. Oh. Boom. Oh, Halleluja, was passiert jetzt? Was war das für ein Schlag? Ich muss irgendwas machen, du musst die Sticks Ich bin bewegen. K.O., oder? Du musst die Sticks ganz doll hin und her bewegen. Unten die Sticks, mit denen du auch geschlagen hast. Ja, steh auf, hopp. Das war's Hä? schon. Ach, ich bin K.O. Das war's Oh nein. Schon in Runde 2 K.O. gegangen. Der Schlag war zu heftig. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Dankeschön. Zur Goldmedaille. Ja, jetzt habe ich auch endlich eine. Ja. Zwar nur virtuell, aber vielleicht holst du ja noch eine zweite 2024, wenn du da bist. Ja, das wäre schön. Ja, da habe ich mal eben den Titel nach Hause geholt. Gutes, auf jeden Fall sehr, sehr gutes Spiel, was wir da gemacht haben. Die 3 Spiele haben sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank auf jeden Fall an dich, Sarah, dass du dabei warst. War auf jeden Fall sehr nett, dich kennenzulernen, muss ich sagen. Sehr gerne, danke, hat mich auch mega gefreut und Glückwunsch nochmal zum Sieg. Dankeschön. Ich wünsche dir auf jeden Fall sehr viel Spaß und Erfolg bei der Vorbereitung. Ich werde auf jeden Dankeschön. Fall dann auch zugucken, wenn du dann da spielst, um zu sehen, ob du dann auch den Titel verteidigst und das ganze Ding nochmal holst. Ihr könnt das Ganze auch noch, die ganzen anderen Gamer-Sachen sehen von den anderen Gamern, und zwar auf iBelong hier bei olympics.com und natürlich auch noch in meiner Videobeschreibung findet ihr alle möglichen Links, Freunde. Da könnt ihr quasi das Ganze gerne mal auschecken. War auf jeden Fall sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank für die coole Kooperation. Muss ich sagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns auch wieder beim neuen Video. Haut da rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.